Uli hat bereits erklärt, wie Wolfgangs politisches Leben mit dem Widerspruch begann, den er zwischen dem Humanismus, der klassischen Literatur und der Katastrophe des Faschismus empfand, die im Nachkriegsdeutschland so penetrant ausgeblendet wurde. Und es scheint daher vielleicht angemessen, Goethes Antwort auf die Frage voranzustellen, was den Menschen von den Göttern unterscheidet. Goethe schreibt: Ein kleiner Ring begrenzt unser Leben und viele Geschlechter reihen sie dauernd an ihres Daseins unendliche Kette. Und ich denke, das ist keine schlechte Beschreibung des Verhältnisses des einzelnen Kaders zur Partei und ihrer geschichtlichen Entwicklung. Und genau so hat Wolfgang die Partei immer verstanden. Nicht als bloße Organisation, als Ansammlung von Menschen, sondern als Kader, das sich auf das ganze historische Erbe der trotzkistischen Bewegung stützen muss. Und von diesem Blickpunkt aus muss man den Ring, den Wolfgang in seinem politischen Kampf bildete, historisch einschätzen. Als unschätzbares Glied in der Kette unserer Bewegung. Wolfgang hat eine enorme Arbeit in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit dem deutschen Faschismus geleistet. Und diese Auseinandersetzung teilte er zunächst mit einem Großteil seiner Generation. Aber die wenigsten haben diese Frage so konsequent durchdacht wie Wolfgang. Und vor allem, die wenigsten haben die revolutionären Schlussfolgerungen daraus gezogen. Für viele 68er war die Erfahrung des Nationalsozialismus am Ende die Grundlage für extrem pessimistische Schlussfolgerungen. Sie proklamierten die Schlechtigkeit der Menschheit und die Unfähigkeit der Arbeiterklasse, letztendlich nur um ihre eigene rechte und opportunistische Politik zu rechtfertigen. Solche Erklärungsmuster ignorieren die sozialen Gegensätze und Kämpfe, welche die Gesellschaft in verschiedene Klassen von Deutschen zerrissen hat, erklärte Wolfgang selbst in seinem Vorwort zu Trotzkis Schriften über Deutschland. Und führte fort: Hitler kam nicht an die Macht, weil das deutsche Volk in seiner Mehrheit von einem unbändigen Drang beseelt war, Juden zu töten. Er verdankte seinen Aufstieg der vernagelten und verräterischen Politik von SPD und KPD, welche die Arbeiterbewegung politisch lähmte und zunehmend auch ihre ideologische Widerstandskräfte gegen das Gift des Rassismus und Antisemitismus unterhöhlte. Und mit dieser Analyse waren die politischen Fragen ins Zentrum gestellt. Welche Perspektive, welche revolutionäre Führung ist notwendig, um die Arbeiterklasse in die Lage zu versetzen, den Faschismus zu stoppen? Trotzki repräsentierte diese Führung und entwickelte in seinem Exil auf Prinkipo die einzige tragfähige Perspektive, die Nazis zu stoppen. Diese Einsicht war für Wolfgang entscheidend, sich der trotzkistischen Bewegung anzuschließen und sein Leben dem Aufbau unserer Partei zu widmen. Und er spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Verständnis dieser Fragen voranzutreiben. Niemals vom Standpunkt eines unbeteiligten Betrachters, sondern immer vom Standpunkt der Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen die faschistische Gefahr. Während die Pablisten erklärten, dass sich die Bourgeoisie mit dem Faschismus die Finger verbrannt habe und es deswegen in Zukunft nie wieder zu dieser Form der bürgerlichen Herrschaft kommen würde, verstand Wolfgang, dass die gleichen Tendenzen, die den Faschismus an die Macht gebracht haben, fortbestehen und sich verschärfen. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Diesen Satz von Brecht hat Wolfgang sehr häufig zitiert und er hatte sehr recht damit. Deshalb ist der Kampf um historische Wahrheit und die Aufklärung der Arbeiterklasse eine Frage von Leben und Tod. Mit eben dieser Ernsthaftigkeit ging Wolfgang an die Fragen der Geschichte heran. Schon in den 90er Jahren wandte er sich scharf gegen die Versuche der herrschenden Klasse, die Verbrechen der Wehrmacht zu vertuschen und die Wehrmachtsausstellung zu torpedieren.
Wolfgang war auch der Erste, der die Geschichtsfälschung an der Humboldt-Universität thematisierte. Schon als wir Alexander Rabinowitsch 2010 nach Berlin einluden und sich Barbarowski weigerte, ihn zu empfangen, erstellte Wolfgang ein ausführliches Memo zu den üblen Geschichtsklitterungen des Jörg Barbarowski. Die Frage spitzte sich zu, als Barbarowski Robert Service im Februar 2014 an die Humboldt-Universität einlud, um über seine üble Trotzki-Biografie zu referieren. Wolfgang verfasste im Anschluss daran, wo Barbarowski das Kolloquium mit Service heimlich verlegt hatte, alle Kritiker ausgeschlossen hatte und so weiter, verfasste Wolfgang den ersten offenen Brief an die Humboldt-Universität und wies nach, dass die Verteidigung von Service durch Barbarowski mit dessen eigener Geschichtsfälschung direkt zusammenhängt. Weil in der gleichen Woche, in der Barbarowski das Kolloquium abhielt, veröffentlichte der Spiegel den Artikel Der Wandel der Vergangenheit, in dem Barbarowski mit den Worten zitiert wird: Hitler war nicht grausam, er wollte nicht, dass an seinem Tisch über die Judenvernichtung geredet wird. Wolfgang zog in dem offenen Brief den folgenden Schluss: Ein bestimmtes politisches Ziel erfordert entsprechende Methoden. Barbarowskis Verhalten am 12. Februar hat gezeigt, dass sich eine solche Revision der Geschichte nur mit Hilfe von Einschüchterungsmaßnahmen und der Unterdrückung abweichender Meinungen verwirklichen lässt. Barbarowskis Angriff auf elementare demokratische Rechte und akademische Freiheiten dient Interessen, die die Humboldt-Universität in ein Zentrum für rechte und militaristische Propaganda verwandeln möchten. Barbarowski pflegt bekanntlich enge Beziehungen zur Hoover Institution an der Stanford University, die ein akademisches Zentrum der politischen Rechten in den USA ist. Und dieser Prozess der Umwandlung der HU, dieser ganze Prozess der Geschichtsfälschung, ist sehr weit fortgeschritten. Die deutsche Bourgeoisie führt wieder Krieg gegen Russland. Und sie kehrt zu den Methoden des Völkermords zurück. Die Entkontextualisierung und die Verharmlosung des Holocaust wurde zur Staatsräson erklärt. Die Faschisten der AfD werden bewusst aufgebaut und in die Regierungsarbeit integriert, um die Kriegspolitik und die soziale Verwüstung durchzusetzen. Nur wenige Stunden vor Wolfgangs Tod diskutierte ich mit ihm sein letztes Artikelprojekt, wo er geschrieben hat zu den Versuchen anlässlich des Hitler-Stalin-Paktes, den Angriff auf die Sowjetunion als Präventivkrieg darzustellen, als Maßnahme, sich vor der Sowjetunion zu verteidigen und damit letztlich den ganzen Zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen. Und das findet jetzt im akademischen Diskurs statt, diese Diskussion. Ich meine, wir hatten erklärt, dass Barbarowski den Holocaust verharmlost, die Verbrechen der Nazis verharmlost, um neue Verbrechen vorzubereiten. Mittlerweile muss man sagen, rechtfertigen erhebliche Teile der Intelligenzia, der Akademie, ganz offen Hitlers Politik, den Angriff auf die Sowjetunion. Weil wenn der Hitler-Stalin-Pakt von deutscher Seite defensiv gemeint war, dann war auch der Angriff auf die Sowjetunion ein Präventivkrieg, wie Hitler immer behauptet hat. Unter diesen Bedingungen, wo man nicht mehr über die Rückkehr des deutschen Militarismus sprechen kann, sondern wirklich der deutsche Militarismus zurück ist und deutsche Panzer wieder gegen Moskau rollen, die AfD bei 20% liegt und in die Politik integriert wird. Unter diesen Bedingungen ist der Kampf für historische Wahrheit, für die Wahrheit über den Faschismus, den Holocaust, von entscheidender Bedeutung. Und ein wesentlicher Teil dieser Wahrheit ist die Rolle des Stalinismus. Hitler konnte nur aufgrund der Politik der KPD und natürlich der SPD an die Macht gelangen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Kapitalismus nur dank der konterrevolutionären Aktivität des Stalinismus überleben.
Ich meine, das sind die zentralen Fragen unserer Bewegung, die im Kampf gegen den Pablismus und auch gegen die Renegaten der WRP verteidigt wurden. Pablisten und Renegaten zeichneten sich durch eine Anpassung an den Stalinismus und der Aufgabe des unabhängigen Programms der Vierten Internationale aus. Und die WRP hatte in ihrer Degeneration einen katastrophalen Einfluss auf die deutsche Sektion, setzte den Kader enorm unter Druck, drängte den Kader dazu, in opportunistischen Aktivismus zu gehen. Und trotz all dem, trotz dieser Widrigkeiten, haben sich die Genossen des BSA, als die Dokumente der Workers' League zugänglich waren, für den Trotzkismus, für den Internationalismus entschieden. Und diese Entscheidung war natürlich von historischer Bedeutung. Die Spaltung mit der Workers' Revolutionary Party legte die Grundlage für eine enorme politische und intellektuelle Entwicklung der Sektion, an der Wolfgang einen beachtlichen Anteil hat. Uli war schon auf seine systematische Arbeit zur Geschichte der DDR eingegangen. Zuvor hatte Wolfgang bereits die polnische Solidarność-Bewegung einer gründlichen Autopsie unterzogen. Während die Spartakisten die stalinistischen Lügen wiederholten und die Pablisten die bankrotten Führer verherrlichten, arbeitete Wolfgang den widersprüchlichen Charakter heraus. Er verstand den massenhaften und proletarischen Charakter der Bewegung, unterzog die Führung aber einer schonungslosen Kritik. Sein Solidarność-Buch ist eine Streitschrift für die politische Revolution gegen den Stalinismus und für die sozialistische Weltrevolution. Wolfgang schrieb darin: Im Zusammenhang mit der Krise des stalinistischen Regimes mögen in kleinbürgerlichen Schichten und auch in Arbeiterkreisen die verschiedensten oppositionellen Strömungen entstehen, sich durch Mut und radikale Forderungen gegenüber dem herrschenden Regime auszeichnen, solange sie nicht für die Perspektiven und Prinzipien des Trotzkismus, für die Strategie der Weltrevolution und die politische Revolution als Teil davon entscheiden, werden sie unter dem vereinten Druck der stalinistischen Bürokratie und des Imperialismus zwangsläufig ebenso kapitulieren wie Kuron und Modzelewski und wie sie am Ende mit ihren beschränkten Perspektiven ein Hindernis für den Kampf der Arbeiterklasse bilden. Und das hat sich natürlich dann in der kapitalistischen Restauration absolut bestätigt. Und für mich wurden diese Fragen sehr lebendig, als ich in der Mitte der 2000er redaktionell für Polen zuständig war. Im Mai 2007 machten wir erstmals eine intensive Kampagne in Warschau, um an der dortigen Universität ein Treffen der ISSI, wie sie damals hieß, zum Irakkrieg vorzubereiten. Und das war eine bemerkenswerte Erfahrung, weil eigentlich jeder Student und jeder Arbeiter, mit dem man gesprochen hat, Fragen der polnischen Geschichte thematisiert hat. Und quasi egal, welche politische Auffassung er vertrat zum Irakkrieg, zu den wichtigen politischen Entwicklungen, sie immer in irgendeiner Weise auf die polnische Geschichte bezog. Und ich hatte über diese Erfahrungen ausführliche Diskussionen mit Wolfgang, der nämlich auch nach Warschau gekommen war, um die Veranstaltung zu unterstützen. Und Wolfgang bestand darauf, dass wir auf der Veranstaltung zur polnischen Geschichte und nicht primär zum Irakkrieg sprechen sollten. Denn, so hat Wolfgang argumentiert, man kann keinen Schritt in Polen machen, ohne die Frage des Internationalismus und des Nationalismus in der polnischen Geschichte zu erklären und Arbeiter darüber aufzuklären. Denn es gab mit der Tradition Luxemburgs eine starke Position des proletarischen Internationalismus in Polen, der durch die Erfahrung mit dem nationalistischen Flügel der Sozialdemokratie unter Józef Piłsudski noch bestärkt wurde. Aber der Stalinismus attackierte diese Position, indem er die kommunistische Partei physisch vernichtete. Die Stalinisten bewarben ihrerseits den polnischen Nationalismus und trieben die Arbeiter gleichzeitig mit all ihren Verbrechen in die Arme der katholischen Kirche.
Und davon war natürlich auch Solidarność geprägt. Der Restauration kam der Nationalismus der Stalinisten und der rechten Solidarność-Führung zusammen. Und heute gipfelt sie in den Intermariumsbestrebungen der polnischen Regierung und ihrem aggressiven Kurs gegen Russland. Und natürlich auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine trägt Züge des Nationalismus der stalinistischen Bürokratie. Und ich glaube, es war ein sehr wesentlicher Punkt, den Wolfgang gemacht hatte. Diese Fragen musste man erklären, um für die trotzkistische Perspektive in Polen zu kämpfen. Und das war Wolfgangs Herangehensweise insgesamt. Er war sich sehr bewusst, dass man in keinem Land der Welt die revolutionäre Partei aufbauen kann, ohne die historischen Fragen zu klären. Und das ist selbst natürlich eine zentrale Lehre der Geschichte. Wolfgang brachte das selbst hervorragend auf den Punkt, als er auf der letzten Veranstaltung, der letzten öffentlichen Veranstaltung, auf der er gesprochen hat, im Oyun im Dezember 2023, den Einwand von Teilnehmern beantwortete, warum es denn notwendig sei, eine Partei aufzubauen. Und ob wir hier nicht einfach Parteipolitik betrieben. Und Wolfgang antwortete, und das haben wir ja auch schon im Nachruf zitiert, in Russland hatte die Arbeiterklasse tatsächlich die Macht erobert. In Deutschland nicht. Warum? Weil ihr eine Partei gefehlt hat, wie sie in Russland aufgebaut wurde, die über Jahre hinweg die Arbeiter aufgeklärt hat, die über Jahre hinweg einen Kader aufgebaut hat, der vorbereitet ist, wenn die objektive Krise ausbricht, die auch heute wieder begonnen hat. Die Arbeiterklasse muss wissen, dass sie nicht auf Tricks und Manöver hereinfallen und keinen Teil oder Flügel der Bourgeoisie unterstützen darf, der sich fortschrittlich gebärdet, wie das die Grünen eine Zeit lang getan haben, sondern dass sie eine unabhängige Partei aufbauen muss, die für die Machteroberung der Arbeiterklasse kämpft. Und ich glaube, das ist eine recht gute Beschreibung der Aufgaben, die wir jetzt in unserem Wahlkampf haben, den wir nutzen müssen, um eben diese Partei aufzubauen. Alle geschichtlichen Erkenntnisse, die in unserer Partei verkörpert sind und für die Wolfgang Zeit seines Lebens gekämpft hat, das ganze Verständnis des Faschismus, Verständnis des Stalinismus, gewinnen jetzt entscheidende Bedeutung. Wir sind die einzige Partei, die bei diesen Wahlen der Kriegspolitik entgegentritt. Die Morenoisten oder die Grant-Leute erklären, dass es keinen Dritten Weltkrieg und keinen Faschismus mehr geben kann, ähnlich wie die Publisten schon im Hinblick auf den Faschismus. Aber wir verstehen die Geschichte. Und wir wissen, dass eine Katastrophe sogar unvermeidlich ist, wenn die Arbeiterklasse nicht mit einer sozialistischen Perspektive und einer revolutionären Führung ins Geschehen eingreift. Und wir sagen das mit revolutionärem Optimismus, der das Potenzial der Situation versteht und der Wolfgangs Haltung so grundlegend prägte. Genossen, wir vermissen Wolfgang. Aber wir wissen auch, dass seine Arbeit ein unsterblicher Teil unserer Bewegung ist. Der Ring seines Lebens ist Teil der Kette unserer Partei.